Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bullet Journal Video. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin. Wir sind jetzt bald schon im April angekommen. Die Zeit rast mal wieder. Diesen Monat habe ich ein ziemlich minimalistisches Design gezeichnet. Ich hatte irgendwie Lust auf etwas Gemütliches. Daher habe ich ein kleines Wohnzimmer in mein Layout eingebaut. Ein Regal mit verschiedenen Pflanzen, ein Sofa, ein paar Bilder an der Wand. Wieder habe ich alles mit Fineliner gezeichnet und mit Aquarell ausgemalt. Wie immer werde ich alle Materialien, die ich benutze, in der Infobox verlinken. Und ihr wisst schon, wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen, oder schreibt mir was in die Kommentare. Darüber würde ich mich total freuen. Natürlich kommt auch wieder der Titel und der Kalender auf der Titelseite. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde gerne mal ein Video machen, wo ich eure Fragen beantworte. Also, wenn euch was auf der Seele brennt, bitte schreiben und dann beantworte ich die mal in einem neuen Video. Auf der nächsten Seite kommen die Wochenziele und die Einnahmen und Ausgaben. Ich habe sie ein bisschen eingerahmt. Diese Seite ist voll mit Bildern, wie in einem Wohnzimmer von früher. Und wieder Fineliner und Aquarell. Das Design ist diesen Monat sehr minimalistisch. Irgendwie hatte ich nicht so viel Lust, mir da so viel auszudenken, zu basteln und sonst irgendwas, was ich vorher immer gemacht habe. Also werden die Wochenübersichten in diesem Monat noch etwas spartanischer. Und zwar seht ihr das Ergebnis auf der nächsten Seite. Ich habe einfach oben den Kalender gezeichnet, damit ich weiß, welche Wochentage es gibt. Und ich werde dann unten einfach aufschreiben, was an welchem Tag gemacht werden muss und ein bisschen spontan und willkürlich planen. Was das dann wird und ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, sehe ich dann erst am Ende des Monats. Vielleicht hätte ich noch eine weitere Seite dazu packen sollen. Aber ja, ich lasse das jetzt erstmal so. Und wieder male ich in den Ecken ein paar Zimmerpflanzen und ein paar Bilder an die Wand.
der nächsten Seite kommt wie immer die Dankbarkeitsliste. Das kennt ihr ja schon. Die Dankbarkeitsliste hat sich wirklich bewährt. Und auf der gegenüberliegenden Seite wie immer der Social-Media-Kalender. Wieder die alte Version. Und drumherum habe ich wieder ein paar Bilder an die Wand gehängt und noch eine Pflanze in die Ecke gemalt, so dass das Design wieder schön durchgängig ist, von Anfang bis zum Ende des Monats. Das gefällt mir immer super gut. Als letztes gibt es wie immer noch eine Übersicht. Ich habe das Gefühl, dass die Übersichten auch immer kürzer werden, weil die Layouts immer kürzer werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald zu einem neuen Video.